Ich habe Sie erwartet, verehrte Freiläufer. Setzen Sie sich. Wir müssen reden. Über unsere Füße. Über die Form und die Funktion unserer Füße. Sorry, aber was soll ich denn sonst machen mit so einem Stuhl, mit so einem Drehstuhl für Bösewichter? Jui! Ah, okay, jetzt ist mir schlecht. Okay, mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Also vorweg, ich glaube nicht, dass die Fußgewölbe so existieren oder so aussehen sollten, wie es uns die Sportmedizin, die Orthopädie und die Schulmedizin im Allgemeinen oft suggeriert. Ich bin jetzt vorsichtig, ich will überhaupt gar nicht verallgemeinern und alle über einen Kamm scheren. Ich sage jetzt zwar immer die Schulmedizin, dann wisst ihr, was gemeint ist. Ich meine aber nicht alle allgemein, definitiv nicht. Und es ist auch nur meine Idee von diesen Gewölben und von der Fußstruktur und der Fußanatomie. Das hat keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ich habe nur so ein paar Indizien, ein paar Studien, Dinge gefunden oder gesehen, die vielleicht so in der Schulmedizin, in der Denkweise der Schulmedizin eben nicht vorkommen. Und deswegen lehne ich mich da sehr weit aus dem Fenster vielleicht. Aber ich arbeite damit auch schon seit Jahren mit dieser Idee, diesem Grundmodell von uns, von unseren Füßen, und das funktioniert in der Regel halt auch sehr, sehr gut. Mehr ist es am Ende nicht. Also, die Schulmedizin geht ja davon aus, dass wir zwei Gewölbe haben. Ein Quergewölbe und ein Längsgewölbe im Fuß. Das Längsgewölbe spannt sich von der Ferse zu den Zehen vorne auf. Ich nehme jetzt mal immer meine Hand, also von der Ferse zu den Zehen. Da sitzt diese Plantaraponeurose oder Plantarfaszie, die sich wirklich von der Ferse bis hin zu den Zehen aufspannt und das ganze Ding unter Spannung hält. Und dann haben wir angeblich, sage ich jetzt mal, vorne ein Quergewölbe, was sich da an den Grundgelenken des Fußes hier, da soll sich das aufspannen an den Grundgelenken vorne bis hinten zum Mittelfußbereich. Bei dem Längsgewölbe bin ich noch ziemlich dabei, also es macht Sinn, das zu benennen und dass es das auch funktional gibt, denn würde es das nicht geben, würde unser Fuß sehr wahrscheinlich nicht diese Gewölbe überhaupt ausprägen können, also die Form sähe komplett anders aus. Anatomisch vom Skelett ist es ja so, dass wir da so eine Veranlagung auch haben, wenn man sich das hier nochmal so im Skelett anschaut. Es ist aber, glaube ich, nicht so, dass sich das Ding von alleine spannt. Also man sagt ja immer so, das ist wie so ein Torbogen, der in sich stabil ist. Das glaube ich nicht, denn Torbogen steht auf zwei Stützen und dann kommt oben der Bogen drauf und ganz oben noch der Abschlussstein, der das ganze Ding, der den Bogen schließt. Aber es gibt unten zwei Pfeiler, die das Ganze halten. Und das sehe ich, sorry, aber bei unserem Fuß eben nicht, denn wir haben vorne die Mittelfußknochen, die sich so schräg abstellen mit den Grundgelenkköpfchen und hinten die Ferse, die auch so schräg angelegt ist. Das heißt, das ganze Ding sieht irgendwie, naja, so aus. Und würde, da es keine Stützpfeiler gibt, in sich zusammenklappen, wenn es nicht die Plantarfaszie gäbe, die, hier kann man es auch mal sehen, die das ganze Ding auf Spannung hält. Also die brauchen wir schon, sonst hätten wir da kein Gewölbe. Im Quergewölbebereich vorne sieht es anatomisch, hier mit so einem Stift ist man direkt schlauer. Im Quergewölbe vorne sieht es anatomisch ein bisschen anders aus, denn letztlich gibt es da kein Ligament, keine Sehne, keine Faszie, die das ganze Ding irgendwie vorne auf Biegung bringen könnte, also auf Spannung bringen könnte. Es gibt zwar so Ligamente, die die vorne die Mittelfußköpfchen miteinander verbindet, aber sich jetzt nicht vom 1. zum 5. Metatarsal oder den Grundgelenken 1 bis 5 komplett rüberspannt.
und dadurch jetzt irgendwie ein Gewölbe aufbauen könnte. Hinten im Rückfuß kommt eine leichte Wölbung rein, aber vorne an den Grundgelenken sehe ich das nicht. Da gibt es zwar den Adduktor vom großen Zeh, der sich da so rüberzieht und der, wenn er aktiviert wird, natürlich da auch Spannungen so richtig transversal aufbauen kann, aber der hat eigentlich auch noch ein bisschen andere Funktionen. Der große Zeh muss da eigentlich auch noch was anderes machen. Also ich sehe das anatomisch da erstmal nicht. Das ist die Anatomie. Und jetzt kommt eigentlich der Grund, warum ich da überhaupt auf diese Denkweise gekommen bin, dass es dieses Quergewölbe gar nicht so gibt vielleicht, wie wir das immer so in der Schulmedizin erläutert bekommen. Und dass das Längsgewölbe für mich auch immer gar nicht so 1A stehen muss. Man geht ja davon aus, dass das irgendwie so ein gutes Mittelmaß machen soll. Also das wäre zu platt, das ist ein Plattfuß und das ist dann irgendwie extrem jetzt übertrieben ein Hohlfuß. Und man will irgendwie so was dazwischen, dass das schön hoch steht trotz alledem. Und das glaube ich beides eben nicht. Und das hat Gründe, die ich euch jetzt erkläre. Instant-Kaffee ist auch einfach, das ist schon, naja, also besser als kein Kaffee, aber Instant-Kaffee ist schon eine Ansage, ey, alter Schwede. So, jetzt kommt's zu den Gewölben und warum ich überhaupt die Annahme mache. Ich glaube grundsätzlich, dass unsere Füße entspannt, flach, weich, flexibel sein sollten. Also diesen rigiden Fuß, den wir so in der westlichen Kultur kennen, den man so aus dem Schuh auspackt und einfach so richtig fest ist und steif ist. Ich glaube, dass unsere Füße natürlicherweise so nicht aussehen. Und es gibt zahlreiche Studien und Forschungsergebnisse und Bücher, teilweise ganz alte Schinken von vor 150 Jahren, wo sich Wissenschaftler aufgemacht haben, native Barfußvölker zu untersuchen und zu gucken, wie sehen denn die Füße von denen aus, wie gehen die und wie stehen die und wo ist die Druckverteilung. Und es gibt ein paar moderne Studien, wo man zum Beispiel indische Barfußvölker, Barfußmenschen untersucht hat, die habituell barfuß laufen, also wirklich ganz wenig oder nie in Schuhen oder wenn nur in Sandalen, in einfachen. Und diese Studien und diese Bücher beschreiben eigentlich alle, dass diese Füße von diesen nativen Barfußmenschen immer sehr, sehr weich und flexibel sind und dass sie eher flach sind. Also dass das Längsgewölbe zum Beispiel nicht so 1A steht, sondern dass das eher flach ist. Ihr kennt vielleicht hier dieses Bild von dieser Hoffman-Studie, das nehmen wir auch immer, weil das so sehr, sehr schön plakativ ist. Wenn man sich die Füße nochmal anschaut, dann wird man eine Idee bekommen, dass die kein hochstehendes, festes, rigides Fußgewölbe haben. Sowohl im Längsgewölbebereich eben auch nicht. Die sehen eher platt und flach aus. Das ist auch erstmal gar nicht schlimm, denn zum Stehen brauche ich keine Gewölbe. Eine Ente kann auch ohne Gewölbe stehen. Ein Affe hat auch, der hat ja eher so eine Hand, ne? Der hat auch keinen richtigen Fuß, der kann auch ohne Gewölbe mit einem platten Fuß stehen. Interessant werden unsere Gewölbe und relevant werden unsere Gewölbe vor allem, wenn wir uns fortbewegen, wenn wir gehen und wenn wir laufen. Dann ist das ein Speicher für Energie. Die Energie kann aufgenommen werden und wieder abgegeben werden, wenn wir uns abdrücken oder wenn der Fuß landet, wird da gedämpft und die Energien werden aufgenommen und wieder abgegeben. Also das ist die Funktion unserer Gewölbe. Wenn man sie so im Stand untersucht, und die Schulmedizin da einfach nur so drauf guckt im Stand und sagt, oh, da hast du dir aber das Gewölbe durchgetreten und das ist abgesenkt, das ist ein Plattfuß. Das halte ich für keine funktionale Analyse. Unsere Gewölbe, vor allem das Längsgewölbe, muss dann in Aktion kommen, wenn man sich bewegt und wenn da wirklich Last drauf kommt in der Bewegung. Puh, das wird, glaube ich, ein bisschen längeres Video, zumindest für mich zum Drehen, vermutlich zum Gucken nachher auch. Also haltet durch, ich mache gleich weiter. Es geht auf jeden Fall gleich weiter, keine Sorge.
Ich möchte so ein paar alte Studienbeispiele nennen, weil ich es wirklich ganz spannend finde. Lawrence Wells zum Beispiel hat in seiner Studie von 1935 The Foot of the South African Native genau das beschrieben und auch abgezeichnet, dass das Längsgewölbe insgesamt flacher ist, also dass die Knochen auch bei diesen nativen Barfußmenschen sehr viel tiefer stehen als bei Westeuropäern. Und er beschreibt auch in dieser Studie, dass diese Füße sehr, sehr weich sind von diesen Barfußmenschen. Der Witz ist nur, dass in dem gleichen Atemzug er sagt, dass diese Füße ja sehr primitiv sind. Also, naja, 1935, da dachte man halt noch irgendwie Afrikaner, die sind noch nicht so ganz zivilisiert irgendwie und haben noch ganz primitive Füße. Also es wurde als Fehlmerkmal, Fehlstellung interpretiert. Bis heute ist das oft so, dass flache Füße, und sei es Menschen, die ihr Leben lang barfuß laufen, die werden als Fehlstellung interpretiert. Ich würde es halt genau andersrum denken. Für mich sind, wenn Menschen ihr Leben lang barfuß verbringen und barfuß laufen, ist das Idealbild. Und über den ganzen Globus decken sich auch die Studien. Zugegeben, es sind sehr wenige und es sind sehr punktuelle. Es gibt auch heute einfach kaum noch Menschen, die ihr Leben lang barfuß laufen, also was halt wirklich einen wissenschaftlichen Wert dann hat. Aber es deckt sich halt das Bild über den ganzen Globus. Wenn man sich native Barfußmenschen anschaut, dann sehen die Füße immer irgendwie ähnlich aus. Und die Gewölbe oder das Längsgewölbe vor allem ist immer eher flacher. Das hat übrigens nichts mit der Druckverteilung zu tun. Die Druckverteilung kann nämlich so aussehen, wie wir das wollen, dass da wirklich so eine schöne Sichel hier, das ist unser Idealbild, mit dem wir arbeiten, dass sich da wirklich eine schöne Sichel auftut zwischen Ferse und Ballen vorne. Das hat mit dem Druck nichts zu tun. Also ein entspannter Fuß heißt nicht, dass das ein abgesenkter Fuß ist oder dass die Druckverteilung da irgendwie in der Mitte oder platt ist irgendwie. Das ist nicht unbedingt, das muss nicht zusammenspielen. Dudley Morton, einer unserer Helden, der hat so in den 20er Jahren geforscht und der hat eine meiner Bibeln geschrieben, The Human Foot. Gibt es für ganz viel teuer Geld, glaube ich, auf Amazon zu kaufen. Ich habe es mir damals in der Staatsbibliothek Berlin kopiert. Wer das mal sehen will, der muss in die Academy kommen. Und der hat auch Fehlstellungen in den westlichen Kulturen in Zusammenhang gebracht mit der natürlichen Fußform. Also er hat geschaut, wie sehen natürliche Füße aus? Aha, unsere Füße sehen irgendwie anders aus. Woran könnte es liegen? Aha, vielleicht an den Schuhen. Und der hat es schon irgendwie zusammengebracht, dass viele Fehlstellungen bei uns einfach durchs Tragen von westlichem Schuhwerk kommt. Und jetzt ist das zwar eigentlich ja nicht so üblich, dass man sich mit so alten Schinken, mit so alten Studien auseinandersetzt, weil es gibt natürlich moderne Forschung und moderne Medizin und dann sollte man sich ja eigentlich nicht auf diese alten Dinger stützen. Ich finde sie trotzdem wahnsinnig spannend, weil es wirklich um native Völker gibt, die man heute kaum noch findet. Also wo findet man noch wirklich in Afrika oder sonst irgendwo auf der Welt ein natives Naturvolk, was barfuß unterwegs sind? Die meisten laufen mittlerweile auch irgendwie mit irgendwelchen Turnschuhen durch den Busch, wenn sie denn mal irgendwie noch eine Jagd für Touristen simulieren. Also leider gibt es das eigentlich nicht mehr, deswegen finde ich die alten Dinger so, so wertvoll. Phil Hoffman hat in seiner Studie knapp 1000 Menschen untersucht. Dabei waren Filipinos, Afrikaner und amerikanische Indio-Völker, die barfuß unterwegs sind, habituell barfuß, und Kausachen, weiß ich nicht genau, und japanische Menschen, die ihr Leben lang Schuhe tragen. Und er hat bei allen Menschen, die Schuhe getragen haben, höhere Längsgewölbe festgestellt, die bei den Barfußmenschen waren allesamt abgeflacht oder tiefer. Der Witz ist dabei, dass die flache Fußgewölbe hatten, symptomlos waren. Also die hatten keine Schmerzen oder irgendwas. Und es gab auch so einfache Druckbilder, also nicht mit einer Messdruckplatte, wie wir das heute machen können mit dem Computer, sondern das war so Rauchpapier, nannte sich das. So kann man sich vermutlich vorstellen wie Löschpapier. Kann man sich draufstellen und kann man dann aber auch so ein bisschen die Relationen sehen und die Druckbelastungen sehen. Bei diesen Messungen, die er gemacht hat, kam auch immer wieder raus,
dass diese Barfußmenschen ihren Hauptdruckpunkt im Ballen vorne irgendwo so zwischen zweiten und vierten, dritten Strahl irgendwo hatten. Und es gibt auch einigermaßen moderne Studien von Christian Daoud. Der hat indische Barfußmenschen untersucht oder Menschen, die vorwiegend in ganz einfachen Sandalen laufen, so ähnlich wie unsere Laufsandalen, die wir oft tragen. Und auch diese Menschen haben mit moderner Messtechnik gemessen, ihren Hauptdruckpunkt im Stand und im Laufen dann halt auch, aber vor allem im Stand, am zweiten, dritten, bisschen noch am vierten Strahl. Kann man hier schön sehen, das ist aus der Studie von Christian Daoud. Diese Menschen haben anscheinend ihren Hauptdruckpunkt am zweiten, dritten Strahl. Jetzt sind wir davon ausgegangen, von der Schulmedizin, dass wir da einen Tripod haben, also dass der Hauptdruckpunkt am Großzehengrundgelenk, am Kleinzehengrundgelenk und an der Ferse ist und in der Mitte nichts. Wenn jetzt all diese Barfußmenschen ihren Hauptdruckpunkt am zweiten, dritten Strahl haben und by the way, wir haben knapp 1000 Leute mittlerweile in den letzten 5 Jahren der Barefoot Academy auf unserer Messdruckplatte gehabt. Und ich würde so sagen, 80% der Leute haben auch ihren Hauptdruckpunkt da. Jetzt könnte man mit diesen Erkenntnissen ja vermuten, dass das vielleicht sogar das Natürliche oder das Normale ist. Wenn man aber das Schulmedizinbild annimmt als das Idealbild und sagt, ihr braucht da vorne im Quergewölbe, also ihr braucht da ein Quergewölbe und da sollte schön Platz sein und Luft sein und die Hauptdruckpunkte sind außen und jetzt hast du deinen Hauptdruckpunkt aber in der Mitte, dann hast du dir wohl das Quergewölbe durchgetreten, was es vielleicht aber gar nicht gibt. Und ich will jetzt wirklich niemandem was Böses und ich will da auch nichts und niemandem unterstellen. Aber wenn man davon ausgeht, dass das ein Quergewölbe gibt, und man sich das durchgetreten hat oder das abgesenkt hat, dann kann man natürlich gut Dinge verkaufen, die das angebliche Quergewölbe wieder hochdrücken, nämlich Einlagen. Wie gesagt, ich will da niemandem was unterstellen und niemandem was Böses, aber ich habe so die Vermutung, dass dieses Idealbild aus der Schulmedizin halt da irgendwie nicht so ganz stimmt und vor allem die Therapieansätze mit Einlagen, also das irgendwie wieder hochzudrücken, wo es vielleicht gar nichts hochzudrücken gibt, finde ich sehr, sehr fraglich. Jetzt könnte man meinen, naja, dann lässt man das alles weg und das ist vielleicht das Normale und Natürliche. Problem ist dabei, wenn ihr euren Hauptdruckpunkt am zweiten, dritten Strahl habt, dann kommt da die Belastung hin. Bei diesen ganzen nativen Barfußmenschen gibt es aber noch einen anderen Druckpunkt und das ist der dicke Onkel, der große Zeh. Der nimmt bei diesen Menschen richtig, richtig Power auf und der stützt damit funktional und mechanisch den Fuß, der nimmt aber auch die Druckbelastung aus dem Ballen raus. Die ist nämlich auch bei Daoud in der Studie weniger bei Menschen, wo der große Zeh richtig drückt. Also es nimmt die Belastung da raus. Das heißt, wenn bei diesen Menschen der große Zeh richtig Kraft aufnehmen kann und Druck aufnehmen kann, dann ist der Ballen bei denen auch entlastet und die Grundgelenke da entlastet. Ist der verlegt, macht er die Biege, wie bei uns Westeuropäern und bei allen, die viel Schuhe tragen, die enge Schuhe tragen, dann ist der außerhalb der Funktion, nimmt da keine Kraft mehr auf und dann geht der Druck da auf die Grundgelenke, auf den Ballen drauf. Und das halte ich für ein Problem und deswegen einer der Gründe, warum uns der große Zeh so wichtig ist und warum wir den großen Zeh gerne so viel trainieren und stärken, damit der die Belastung im Fuß viel, viel besser verteilt. Mich würde sehr interessieren, ob ihr schon mal Einlagen verschrieben bekommen habt, weil sich euer Quergewölbe angeblich abgesenkt oder durchgedrückt habt und was ihr für Erfahrungen mit diesen Einlagen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ihr findet auch noch in der Beschreibung einen Link zu den ersten Übungen, die man für den großen Zeh machen kann, um den zu stärken. Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Macht's gut bis dahin. Ciao, euer Emanuel.